Es ist produktiv, wenn du einfach nur mal Zeit mit dir verbringst, weil das extrem sinnvoll ist. Weil ich habe mit einigen von euch gesprochen, dass ihr ein schlechtes Gewissen dabei habt. Dass ihr euch irgendwie denkt, ja, Niklas, so die Videos, das hört sich alles gut an, das sind auch so schöne Impulse, das hört sich in der Theorie alles leicht an, doch in der Praxis denke ich mir dann immer, wenn ich mir jetzt nur Zeit für mich nehme und was alleine mache, dann müsste ich doch eigentlich auch jemand anderen fragen, weil ich habe ja sonst irgendwie nie Zeit und wenn ich dann nur Zeit mit mir verbringe, dann falle ich ja den anderen irgendwie in den Rücken oder dann kann ich mir das nicht guten Gewissens erlauben, weil ich ja eigentlich Zeit für diejenigen aufbringen müsste, um was mit denen zu machen. Anstatt jetzt einfach so egoistisch zu sein und was alleine zu tun. Doch genau das darfst du, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Du brauchst doch zwischendurch auch einfach mal Zeit für dich, oder? Also mir geht das auf jeden Fall so. Ich brauche zwischendurch auch einfach mal ein bisschen Zeit für mich, wo ich alleine bin. Thema Waldspaziergang bringen wir jetzt hier wieder rein, ob du willst und nicht. Waldspaziergang, bestes Beispiel. Wenn du alleine einfach spazieren gehst im Wald, ist das schon eine Art von Meditation, finde ich zumindest. Einfach nur loslassen, für dich sein, Akku laden, Energie auftanken. Weil woher kommt das, dieses schlechte Gewissen? Kommt das vielleicht daher, dass du das irgendwie immer in Konversationen mit deinen Freundinnen oder Freunden oder der Familie vielleicht auch so erfahren hast, dass die sich mal vielleicht auch bei dir irgendwie beschwert haben, so ey, ja, du hast nie Zeit und wenn du dann mal Zeit hast oder dir Zeit nimmst, dann verbringst du die alleine und dann denkst du dir selber, boah, das kann ich jetzt nicht bringen. Dann geht er da jetzt 2 Stunden allein im Wald spazieren, ja, sicher, und hat sonst keine Zeit für mich. Alles klar. Ganz oft ist es so, wenn dir Leute irgendwie ein schlechtes Gewissen für irgendwas einreden wollen, dann zeigt das eigentlich nur, wie nötig die das selber haben. Hört sich auch erstmal wieder ein bisschen heavy an, doch ist sehr, sehr oft so. Heißt, wenn dir jemand ein schlechtes Gewissen dafür einredet, dass du dir jetzt Zeit für dich nimmst, wie kannst du dir das Recht rausnehmen, Zeit nur mit dir selbst zu verbringen, wobei wir doch eigentlich schon vor lange nichts mehr gemacht haben. Ja, dann ist das vielleicht so ein kleiner Hint an der Stelle, dass diese Person selber sich die Zeit selber nicht für sich erlaubt oder mit sich erlaubt. Wenn du jetzt immer nur irgendwie funktionierst oder immer nur irgendwie leistest, was machen musst und machen, noch mehr, dann ist dein Akku irgendwann leer. Das ist wie mit einem Handy oder wie mit einem Laptop oder was auch immer. Du kannst nicht immer nur machen, ohne auch mal zu nehmen, zur Ruhe zu kommen oder zu laden. Dein Akku muss irgendwann geladen werden. Du kannst nicht einfach die ganze Zeit nur ein Handy benutzen, ohne das zwischendurch mal zu laden. So funktioniert das nicht. Du brauchst diese Zeit für dich. Du brauchst diese Zeit einfach nur, um aufzuladen. Und das kannst du am besten, wenn du alleine bist. Das kannst du am besten, wenn du einfach Dinge tust, die dir gut tun, die sinnvoll sind. Die sinnvoll nur für dich sind. Und deswegen ist das produktiv, Zeit nur mit dir zu verbringen. Zeit mit den Dingen zu verbringen, die für dich persönlich sinnvoll sind. Deswegen hier auch nochmal der Impuls an dich. Schreib dir diese Dinge gerne mal auf. Halt mal kurz einen Moment inne und überleg dir, was ist für dich sinnvoll. Was sind sinnvolle Dinge, die du tun kannst, wonach es dir persönlich besser geht? Dieses Machen, Leisten, Tun, das funktioniert vielleicht mal in akuten Situationen, wo Leistung gefragt ist, wo du jetzt gerade irgendwas fertig machen musst, weil natürlich gibt es irgendwie Deadlines, Fristen und Dinge, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann fertig sein müssen. Doch wenn du das auf Dauer hast, dann ist das nicht gerade gesundheitsfördernd. Wenn du immer ständig unter diesem Druck bist, zu machen, zu leisten, zu tun, zu müssen, dann funktioniert das nicht. Kurzfristig ja, langfristig nein. Das macht sich immer auf irgendeine Art und Weise bemerkbar. Sei es körperlich, sei es geistig oder sei es seelisch. Irgendeiner dieser 3 Bereiche, der schreit. Wenn das ein Dauerzustand bei dir ist, dann schreit einer dieser 3 Bereiche, vielleicht auch alle gleichzeitig, dass es jetzt, genau in diesem Moment, Zeit ist für eine Pause. Vielleicht ist das auch gerade wieder so ein Wachrütteln.
ja, dass es irgendwie ein bisschen unangenehm ist oder du dir denkst, ja Niklas, du hast leicht reden. Du sitzt jetzt hier gerade, nimmst einen Podcast auf, seit 25 Minuten ist alles ganz entspannt, oder? Vielleicht. Und genau das möchte ich jetzt in dir auslösen. Ich möchte, dass das jetzt ein bisschen in dir arbeitet. Ich möchte dich da in diesem Moment gerade ein bisschen wachrütteln, weil das ein extrem wichtiges Thema für mich ist. Weil es eben nicht erst dazu kommen muss, dass dir einer dieser 3 Bereiche ein Zeichen schickt und dich dann zu einer Pause zwingt. Und warum mir das so wichtig ist, dass du dir diese Zeit nimmst, weil ich das eben nicht in diesem Ausmaß getan habe und weil mir dann mein Körper dieses Zeichen geschickt hat, dass es jetzt scheinbar ein bisschen mehr Zeit für Ruhe ist. 2022 ist ein Jahr der Ruhe für mich, ob ich will und nicht. Manchmal genieße ich das, sehr, sehr oft gelingt mir das auch nicht zu genießen. Sehr, sehr oft sitze ich da und denke mir nur so, ja toll, ey, mal wieder laufen gehen wäre jetzt irgendwie auch nicht schlecht. Oder mal zu trainieren oder danach dann wieder ein Ziehen zu haben, wäre irgendwie auch ganz geil. Doch es ist so, wie es ist. Und deswegen liegt mir das Thema so am Herzen, weil ich das dir eben mitgeben möchte, dass es gar nicht erst so weit kommen muss, sondern dass du dir diese Zeit nehmen kannst, bevor dir dein Körper oder dein Geist oder deine Seele signalisieren, jetzt brauchst du sie. Das heißt auch hier wieder der Impuls, nimm dir diese Pause, bevor du sie brauchst, bevor du auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene dazu gezwungen wirst, diese Pause zu machen. Wenn das ein Dauerzustand bei dir ist und du immer mehr machst, leistest, tust, machen, ich muss und setzt dich immer weiter unter Druck, unter Stress, zu dem und dem Datum muss das und das fertig sein und am besten dann auch immer schneller, weil diese Leistungen, die sind die anderen ja schon von dir gewohnt. Das heißt, du musst besser werden. Du musst mehr machen, mehr leisten, mehr tun, um mehr zu sein. Funktioniert nicht. Funktioniert, wie gesagt, über einen kurzen Zeitraum, wenn irgendwas mal akut ist und fertig werden muss. Doch das ist kein Dauerzustand. Das macht dich auf Dauer einfach kaputt. Vielleicht funktioniert es für dich gerade noch. Ist doch super. Doch zu welchem Preis? Und überprüf das gerne mal für dich, was ich total spannend und erschreckend zugleich finde, wenn du die ganze Zeit mehr machst und mehr tust, um besser zu werden. Dann funktioniert das, wie gesagt, über einen kürzeren Zeitraum. Aber langfristig, wenn du das über ein paar Jahre so machst, ist es so, dass du immer mehr machst, doch deine Leistung schwächer wird. Du machst in der Hoffnung, besser zu werden, doch du wirst eher schlechter, weil du gar nicht mehr leisten kannst, weil dein Akku leer ist, weil du erschöpft bist, weil du nicht mehr kannst. Und das ist dein Zeichen vom Körper. Das ist dein erstes Zeichen vom Körper, jetzt diese Pause zu machen, bevor du dazu gezwungen wirst, durch eine Krankheit oder durch irgendwas anderes. Spürst du diese Logik dahinter? Das funktioniert nicht. Das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Schalt mal einen Gang zurück, mach Pause und dann wirst du feststellen, wie auf einmal deine Leistung auch wieder besser wird. Dein Handy funktioniert nicht gut im Stromsparmodus. Das funktioniert gut, wenn du eine volle Akkuladung dahinter hast. Dann erbringt es die Leistung, die du vielleicht gewohnt bist. Und das ist genau das Gefährliche daran. Wir sind von uns selbst so viel gewohnt, weil wir uns ganz gut kennen mittlerweile, das aber total überschätzen. Weil wir denken, ja gut, wenn ich so viel leisten kann, wenn ich so gute Resultate erzielen kann, dann funktioniert das doch eigentlich immer so, oder? Du musst da für dich eine Balance finden. Zwischen diesen einzelnen Definitionen von sinnvoll. Sinnvolle Zeit für dich, sinnvolle Zeit für andere Personen. Und die müssen aber im Gleichgewicht sein. Weil du so immer in dieser Waage bist zwischen vollem Akku und dann aber auch wieder was abzugeben. Ganz wichtig, je eher du ehrlich zu dir selbst bist und wirklich den Mut hast, da hinzuschauen und dich auch mal zurückzunehmen, dann wirst du feststellen, dass deine Leistung nach und nach auf einmal besser wird, obwohl du weniger tust. Und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe. Du bringst nicht unbedingt mehr Leistung, indem du mehr machst. Manchmal ist es sogar sinnvoller, weniger zu machen, um dafür mehr zu sein. Und das funktioniert auf sehr, sehr vielen Ebenen gerade sehr, sehr gut. Und es ist total spannend, solche Erfahrungen zu machen und das jetzt hier auch mit dir zu teilen. Und das ist ein Impuls, den ich dir heute gerne mitgeben möchte. Nimm dir Zeit für dich. Ein Satz, der sehr, sehr oft kommt, der
im Coaching oder als Kommentar oder als Nachricht auf die Videos auch immer wieder kommt: Niklas, ich habe keine Zeit für Pausen. Und dann sage ich immer: Ja, das ist korrekt, das ist richtig. Du hast keine Zeit für Pausen. Du nimmst sie dir. Du nimmst dir die Zeit für eine Pause. Nimm sie dir. Ich hoffe, du hast dir ein bisschen was mitnehmen können. Ich hoffe, du konntest hier mal deine eigene Definition von Produktivität ein bisschen hinterfragen, deine Definition von etwas Sinnvolles zu tun hinterfragen. Abschließend für dich: Nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit für Pausen, bevor dein Körper, dein Geist oder deine Seele oder alle drei nach dieser Zeit schreien und du gezwungen wirst, dir diese Zeit zu nehmen. Ich freue mich auf deine Gedanken dazu. Schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht, entweder bei Instagram @niklasmohlfeld unter dem neuen Post deine Gedanken dazu oder als Mail niklasmohlfeld@straffinsight.de. Ist alles unten in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich auf dich, freue mich auf den Austausch mit dir und wünsche dir einfach eine wundervolle Woche. Dein Niklas. Ciao.